den Kindern haben wir gesagt, am Neumondtag schaust du hinterher schauen, was war. Rauf schauen, was möchte Gott. Vorne schauen, was kommt. Und runter schauen, in die Bibel schauen. Und so bist du rundum orientiert. Wir haben jetzt gerade das Sommerfest gefeiert. Und bei uns ist heute wieder Tonja. Sie wird wieder beantworten, was Vida sie fragt. Ja, wir sind heute nicht im Musikstübli, wir sind jetzt unter dem freien Himmelszelt. Und wenn wir den Neumondtag entdecken, finden wir die wahre Sabbat. Und wir lesen heute wieder aus dem Notizen zum Schöpferkalender, den Tonja geschrieben hat. Und sie wollte noch etwas sagen zum Bett. Genau, wir sind beim zweiten Thema, der Neumondtag. Und da vorne dreht sich ein kleines Symbol. Es sieht aus wie ein Schneckli. Ist aber nicht. Aber die Kinder haben heute Morgen schon fleissig Schnecken gesammelt. Und auf dem Camping hat es sehr viele Schneckensymbole. Es ist nicht eine Schnecke, sondern es ist ein Symbol vom Reinkommen, in die Mitte kommen, ins Haus reinkommen. Bett bedeutet Haus. Und da gibt es ganz einen tollen Bibelvers, den ich heute Morgen mich erinnert habe. Nein, der steht gerade auf dem Kärtchen. Psalm 43,3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Genau, zu seinem Zuhause, in sein Haus hinein, unter das Himmelszelt. Also ich lese mal den Neumondtag. 1. Mose 1,14 fängt das an und Gott sprach. Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Festzeiten und der Tage und Jahre. Der Mond kündet uns die Sabbattage an, bei Halb-, Voll- und Leermond. Die Konjunktion von Sonne und Mond trifft auf den 4. heiligen Sabbat und am folgenden Abend suchen wir die Neumondsichel am Westhimmel. Der Mond folgt der Sonne und wir erwarten die Mondsichel eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Ist die neue, zunehmende Sichel aber zu klein, weniger als 2%, und noch nicht mit bloßen Augen zu entdecken, wird der folgende, der erste Tag im neuen Monat sein. Dieses circa jeden 2. Monat verlängerte Wochenende genießen wir besonders. Es gibt uns ein zusätzlich geschenkter Tag in fröhlicher Gemeinschaft. Der Neumondtag unterscheidet sich vom heiligen Sabbattag. Da wird auch möglichst nicht gearbeitet, doch aktive, neue Pläne und auch wieder Feuer gemacht. In dieser monatlichen Dorfversammlung schauen wir gemeinsam zurück, nach oben und nach vorne. Wir danken für Gebetserhörungen, fragen Gott um seine Führung und sammeln neue Gebetsanliegen. Alle Neumondtage sind größere Versammlungen und finden unter freiem Himmel statt. In der Verkündigung des Schöpferkalenders stoßen wir in das Schofarhorn in alle 4 Himmelsrichtungen. Nun, von da an werden die 4 heiligen Sabbattage abgezählt. Der 8., 15., 22. und 29. Tag. Der Sabbat ist das Liebeszeichen,
zwischen dem Schöpfer und seinem Volk. 4 Sätze in einem Monat, 6 Arbeitstage und immer der 7. Tag, ein heiliger Sabbat, an dem wir lernen zu streichen. Die heiligen Sabbattage feiert man meist in der kleinen Zelle der Familien. Die Wochenfeste feiern wir alle zusammen. Der Neumondtag. Was sind meine Erfahrungen mit dem Neumondtag? Dazu lesen wir zuerst noch Psalm 89, 38. Wie der Mond wird er ewig feststehen. Der Zeuge in den Wolken ist treu. Nach Entdeckung des Neumondtages und seiner biblischen fundamentalen Relevanz habe ich parallel zum Samstagssabbat zuerst den Neumondtag im gregorianischen Kalender notiert. Ich hatte ganz praktisch begonnen, meine Hausarbeit in einen monatlichen Rhythmus einzugliedern. Welche Arbeiten muss ich monatlich erledigen? Ich habe begonnen, mich für den Mond zu interessieren und ich hatte zu dieser Zeit noch null Ahnung. Zu jeder Tages- und Nachtstunde habe ich zum Himmel geschaut und mich gewundert, was der Mond da oben so macht. Es hat mich fasziniert und ich habe ein neues Bewusstsein dafür entwickelt, wie wir doch ganz natürlich in einem Universum eingebunden sind. Ich lernte auch, dass Gott für seine Liebestaten den Mond bestimmt hat, der uns seine heiligen Festzeiten anzeigt. So hatten wir dann am Abend des Neumondtages eine monatliche Familienversammlung. Um diesen einen Termin auch zu fixieren, haben wir neue Familienrituale gefunden, die uns nun über längere Zeit zur freudigen Bereicherung wurden. So hat es auch Gewicht von den heidnischen Festen genommen und uns von Silvester, Weihnachten losgelöst. Der Neumondtag gab uns diese Basis, alles neu zu überdenken, sodass wir nach und nach dann auch verstanden hatten, dass wir auch den Sabbat vom Mond abzählen sollten. More than 10 years ago, I found out that I found home, and there is no more I can tell. Baby, I want you to stay the rest of my days. Please hold my hands on all the ways, and there is no more I can tell. Baby, I want you. Let
Was ist denn der Unterschied zwischen Neumond und Sabbat? Der Sabbat ist jede Woche und ein Ruhetag. Und der Neumondtag ist ein Festtag. Ein Tag zum Feiern und Zusammenkommen. Und der Sabbat ist in dem Fall ein Tag zur Ruhe kommen. zur Ruhe kommen. Ja. Warum ist der Neumondtag denn so wichtig? Wenn du den Neumondtag nicht weisst, dann kannst du auch nicht den Sabbat abzählen. Er ist das Eis. Und das Eis ist uns in vielen Bereichen gestohlen worden, habe ich festgestellt. Zum Beispiel ist dein erster Geburtstag eigentlich schon dein zweiter Geburtstag. Weil du bist ja geboren worden an deinem ersten Geburtstag. Und man zählt es als Null. Gibt es denn den gar nicht, oder was? Der wichtigste Das ist jetzt Tag. ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber es ist mir schon an mehreren Orten aufgefallen, dass uns Eis gestibitzt worden ist. Und Also- wenn du das Eis nicht hast, dann bist du nicht richtig eingefädelt. Also ist der erste Tag in dem Fall ein Neumond. Der erste Tag ist der Neumond. Also du fährst jeden Monat mit einer Party. Genau. Ah, das ist schön. Es ist wirklich ein Umdenken, weil wenn ich so zurück überlege, wie ich erzogen worden bin, vor allem vom Schulsystem, nicht unbedingt von meiner Mami. Vom Schulsystem bin ich erzogen worden, dass man zuerst Arbeit hat und dann Belohnung hat. Zuerst mal arbeiten und dann schauen wir mal. Und im biblischen Schöpferkalender ist es anders. Du fängst mal zuerst mit dem Neumondtag an. Und das heisst zuerst mal nicht arbeiten. Neumondtag ist nicht ein Arbeitstag. Weil nachher kommen 6 Tage arbeiten. Also musst du auch an diesem Tag nicht arbeiten. Aber du tust dich ausrichten, du tust überlegen, wie geht es mir. Du hast Zeit, um den alten Monat hinter dir zu lassen. Ist es streng gewesen? Habe ich viel erlebt? Wie geht es mir eigentlich? Und bin ich auf dem Kurs? Was möchte ich anders machen diesen Monat? Und dann tust du zuerst mal ein bisschen innehalten im neuen Monat. Das ist dann das Eis. Das ist das Eis. Genau. Welcher Tag fällt dir am einfachsten? Fällt es dir eher einfach, einen Neumond zu halten oder einen Sabbat? Oder tust du lieber arbeiten? Also der Neumondtag ist für mich eine grosse Freude. Mit dem habe ich wirklich nicht so Schwierigkeiten. Das ist für mich, ich glaube auch, dass man weiss, man kommt zusammen, man trifft sich. Da stehe ich schon sehr motiviert auf. Also heute Morgen, als die Sonne aufgegangen ist, als ich gemerkt habe, ich höre schon jemanden von außen vom Zelt, oder? habe ich mich wirklich gefreut, dass wir heute Neumondtag haben. Ich finde, der fällt mir sehr rein. Ja. Und arbeiten kann ich auch ganz gut. Das ist für mich auch kein Problem, ein Arbeitstag. Es gibt immer viel zu tun. Das ist für mich auch nicht schwer. Am meisten Mühe habe ich effektiv mit dem Sabbat halten. Sabbat. Ja, da muss ich mich schon ein bisschen einfach mal einen Moment sitzen bleiben und vielleicht mal zuerst einen Tee trinken und nicht gerade einen Kaffee. Zuerst mal ein bisschen überlegen, was muss ich heute nicht machen. Das finde ich schwieriger. Aber ja, nach fast 10 Jahren klingt es mir immer besser. Wie ist es bei dir, Mami? Was hast du am liebsten? Oder was fällt dir rein? Sabbat, Neumond oder die Arbeitswoche? Also ich muss mich schon zum Arbeiten antreiben. Den Sabbat halten könnte ich die ganze Woche am liebsten. Sehr schön. Ja. Aber es hilft in dem Fall trotzdem, dass man arbeiten tut. In dem Fall. Ja, das ist ganz klar. Am Arbeitstag weiss ich am Morgen so, was muss ich heute tun. Und am Sabbat frage ich mich, juhui, heute muss ich gar nichts tun. Heute darf ich noch, wenn es nötig ist. Aber ja, ich bin ja schon bald pensioniert, so von dem her haben wir eben viele Sabbats. Ja, oder nur eine Arbeitswoche, je nachdem. Bei der Pension ist das ja je nachdem. Genau. Da hat es eine Frage. Wieso gibt es nicht jeden Monat einen zweiten Neumondtag? Es wäre super, es gäbe jeden Monat 2 Neumondtage. Dann hättest du einen zum Zurückschauen und einen zum Vorschauen. Also wenn es durchschnittlich jeden zweiten Monat gibt es 2 Neumondtage. Und wenn die sind, dann genießt sich das schon sehr, weil dann haben wir wirklich Zeit auch zum Ausschnaufen und Einschnaufen. Wenn man das an einem Tag machen muss, muss man schon wirklich ein bisschen parat sein.
Also für die Langsamen. Also es ist ein Sabbat und dann geht ihr am Neumondtag den Neumond suchen. Und wieso gibt es dann einen zweiten Neumondtag? Durchschnittlich hat es 29,5 Tage im Monat. Aber halbe Tage gibt es ja nicht. Ah, ja klar. Und darum sind es durchschnittlich jeden zweiten Monat 2 Neumondtage. Ja. Dass der Mondrhythmus wieder aufgeht. Ursprünglich hat es immer 2 Neumondtage gegeben. Der Schöpferkalender, die ursprüngliche Zeit, hat immer 30 Tage im Monat gegeben. Diese Veränderung ist passiert bei der Kreuzigung. Dort hat Gott etwas verändert. Und seither müssen wir ein bisschen mehr suchen als vorher. Darum, wenn du in der Dokumentation der Bibel im Alten Testament schaust, ist es immer eingegliedert mit 2 Neumondtagen. Musst du zählen mit 2 Neumondtagen. Aber nach der Kreuzigung nicht mehr zwingend. Seither ist die Veränderung. Und seither müssen wir mehr aufmerksam sein. Wir müssen uns. Er hat sich versteckt, damit wir ihn suchen und finden. Wie findet ihr den Neumondtag? Es ist eben so, dass man zuerst den Sabbat findet. Der Halbmond, der ist eigentlich das klare Zeichen nach dem Rüsttag. Der ist halb zunehmend. Und von dort aus kann man am besten nachher auch zählen. Dann zählt man nachher nach dem Sabbat 6 Arbeitstage und dann ist Vollmond. Und dann zählt man wieder 6 Arbeitstage und dann ist halb abnehmend. Den sieht man am Morgen. Und dann sieht man am Morgen, Wenn dann man weiss dann man, auf es ist ist. Sabbat. Und dann zählt man wieder 6 Arbeitstage und dann ist er in der Konjunktion. Da sieht man ihn eigentlich nicht, das ist logisch. Also, der folgende Tag nach dem Konjunktionssabbat, dort muss man schauen. Und das heisst, der Neumondtag ist einfach so der erste Neumond. der neue Mond. Ja, Neue das ist Mond. der, den man dann sieht, wenn man dann in den Westen schaut. Dort, wo die Sonne runtergeht, etwa eine halbe Stunde nachher. Wenn der Himmel schon ein bisschen dunkler wird, wenn er zu hell ist, ist es eben sehr schwierig, weil die Sichel ist so fein noch. Aber sobald man ihn sieht, wenn man ihn aber nicht sieht, an dem Tag nach dem Sabbat, dann weiss man, da gibt es zusätzliche. Hey, dazu will ich etwas sagen. Ja. Die erste Mondsichel berührt den Abendhimmel. Tritt in Dienst. Der Mond ist gemacht zum Regieren über die Nacht. Wenn er in der Konjunktion ist, wenn er leer ist, ist er am Tag unterwegs. Also du siehst ihn eigentlich doppelt nicht. Erstens mal ist er am Tag unterwegs, ist es zu hell, und zweitens siehst du ihn noch nicht, weil er zu wenig Sicheln hat. Ja. Er tritt also das erste Mal in den Abendhimmel hinein. Er tritt in Dienst. Er macht sich an die Arbeit. Und das ist ja auch so spannend. Nach dem Neumondtag, am Abend, siehst du, ob die Sichel da ist. Und wenn du sie siehst, musst du am nächsten Tag wieder arbeiten. Wenn du sie nicht siehst, hast du noch mal einen Tag. Genau. Und du kannst im Internet schauen, du findest einen Haufen Angaben zu Prozent. Schlussendlich musst du auch noch gerade wissen, wo du bist. Wie viel Prozent hat es genau bei dir? Also am besten gehst du wirklich einfach raus schauen. Ja, der Neumondtag ist eigentlich ein guter Tag zum Planen. Sich Zeit nehmen, überlegen, was ist in diesem Monat dran, gibt es hier ein Fest unter Umständen. Oder? Es ist einfach auch wirklich zum Vorhinschauen. Aber auch zum Danke sagen, was vorbei war. Man kann auch noch mal hinterher schauen und noch mal Danke sagen, für was gut war. Genau. Mit den Kindern haben wir gesagt, am Neumondtag schaust du hinterher schauen, was war. Rauf schauen, was möchte Gott. Vorne schauen, was kommt. Und runter schauen, in die Bibel schauen. Und so bist du rundum orientiert. Ich komme zu der letzten Frage. Tonja, wie kann man in der heutigen Zeit den Nachmittag nutzen? Hast du zwar schon gerade erklärt, aber vielleicht fällt dir noch etwas mehr ein, was in der Bibel steht. Also ganz praktisch, wir nehmen als Familie einen Zettel in die Mitte, dann schreiben wir auf, welcher Neumondtag ist es. Dann
machen wir eine kleine Besprechung und sagen eine kleine Besprechung und fragen, was habt ihr besonders erlebt diesen Monat, für was möchtet ihr Gott Danke sagen, dann schreiben wir das ein bisschen auf. Dann machen wir, dann fragen wir uns, ja, auf welchen Tag fällt denn der Sabbat jetzt diesen Monat? Was ist heute für ein Tag? Was ist heute für ein Tag? Was für einen Wochentag haben wir heute? Und wenn das der Neumondtag ist, dann ist das nachher auch der Sabbat für den ganzen Monat und dann überlegen wir uns ein Familienritual. Zum Beispiel, wir machen einen Spaziergang miteinander an diesem Tag als Familie oder was machen wir noch? Spiele spielen. Wir überlegen uns, was können wir diesen Monat machen. Es kommt dann nämlich auch ein bisschen darauf an, was ist es für ein Tag. Ist es am Wochenende, dann können wir etwas Grösseres planen, können wir einen schönen Ausflug planen. Ist es unter der Woche, dann ist es vielleicht einfach, dass wir zusammen das Nachtessen oder zusammen das Morgenessen. Genau, dann machen wir eine Wunschrunde. Was wünscht sich jeder? Genau, dann sagen wir auch, die Wünsche, die wir jeden Monat wiederkommen, die werden ganz sicher erfüllt. Also wenn etwas nicht erfüllt ist, dann darf man das auch noch mal wünschen für den nächsten Monat. Genau, so machen wir das als Familie. Aber du kannst das auch für dich alleine machen, für dich alleine Zettel nehmen und überlegen, für was möchte ich Danke sagen. Wie kann ich mein Leben richten am Sabbat für den nächsten Monat? Was kann ich mir rausnehmen, diesen Sabbat? Was wünsche ich mir für den nächsten Monat? Was kann ich verbessern für mich? Möchte ich vielleicht mehr Wasser trinken? Möchte ich... ja. Es ist auch ganz schön, sich einfach nochmal zu überlegen, kommt mir irgendjemand in den Sinn? Möchte ich für eine Person beten vielleicht? Sich einfach einen Moment Zeit nehmen, kommt dir irgendein Name in den Sinn. Und dann darfst du für diese Person beten. Ich denke einfach, wenn Gott diese besonderen Zeiten ausgewählt hat, dann hat er ganz sicher auch den Himmel offen und schaut runter und hat auch Zeit für uns und hört unsere Wünsche und unsere Gebetsanliegen. Besonders. Ja. Sicher immer, aber dann sicher. Genau. Hoffentlich. Genau. Ja, was habe ich da noch? Wenn bei uns in der Familie ein Tierchen gestorben ist oder jemand im Dorf oder in der Verwandtschaft, zum Glück sind wir sehr bewahrt gewesen. Dann haben wir ein Kerzchen angezündet für die Person. Ein Foto aufgestellt oder ein Bild gemalt von dem Meersäule, das gestorben ist und haben das auch nicht da und uns ganz bewusst auch noch mal verabschiedet. Das haben wir auch noch gemacht. Schon schön, dass man das dann auch wie noch mal aufholen. Das kommt echt ganz automatisch, wenn etwas in diesem Monat passiert ist, wo einem bewegt hat, dann kommt das ganz automatisch zur Sprache. Aber dass man dann sich auch noch mal Zeit nehmen für das, ist mega wertvoll. Und den Monat darauf sagst du dann vielleicht schon, jetzt ist es schon ein Monat her. Komm, wir zünden das Kerzchen noch mal an. Es ist schon ein Monat vergangen. Also, ja, das habe ich immer sehr, sehr wertvoll in Erinnerung. Sehr tröstend. Ja, sehr und auch, dass man dranbleiben darf. Und der eine braucht länger und der andere ist schneller im Loslassen. Das ist noch etwas. Man kann auch gut den Zettel vom letzten Monat noch mal schnell zur Hand nehmen und drauf schauen und sieht, wow, was habe ich schon geschafft? Oder was habe ich eigentlich super hingebracht diesen Monat? Oder das hilft auch, den Zettel vom letzten Monat noch mal schnell in die Hand nehmen. Immer zur Sprache kommt, auch wenn es Fest kommt. Also wenn wir zum Beispiel den 4. Neumondtag haben, dann wissen wir, Ende dieses Monats ist es Fest. Und es kommen die Ferien und wir sind auf dem Camping. 5. Neumondtag sind wir auf dem Camping. Da sehen wir alle, dass wir alle und auch die Kinder darauf vorbereitet sind, was kommt diesen Monat. Darf wir uns darauf freuen, müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten, möchten wir noch ein Körbchen packen. Was kann ich mitbringen zum Fest? Genau. Auf dem Kalender ist das auch drauf, es ist immer ein Hörnchen, dort, wo ein Fest kommt. Dann weiss man Bescheid. Und das Fest können wir, glaube ich, auch nächstes Mal richtig besprechen. Genau, gell? das nächste Thema ist, soviel ich mich erinnere, die 4 Festwochen. Da reden wir über die 4 Feste in den 4 Jahreszeiten. Hey, freue mich drauf. Genau. Jetzt ist noch ein Bibelvers, den ich gerne lesen würde. Ist das der, den du vorbereitet hast? Genau, Psalm 81. Vers 4.
stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Es werden aber die 6 Arbeitstage in den 4 Festwochen ähnlich wie Neumondtage gefeiert, um in diesen vom Schöpfer vorbestimmten Ferienwochen mit weniger Arbeit mehr Zeit in der Gemeinschaft zu haben. Wir haben es nun auch zur Gewohnheit gemacht, uns am Neumondtag schon zum Frühstück zu treffen. Wenn es auf ein gregorianisches Wochenende passt, bleiben wir möglichst den ganzen Tag zusammen, singen und musizieren am Nachmittag. Ansonsten treffen wir uns sicher am Abend auf einem naheliegenden Berg zum Schofarhornblasen. Natürlich mit Weitsicht in den Westen. Damit wir die Neumondsichel, den Start in einen neuen Monat nicht verpassen. Stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond, zum Tag unseres Festes. Und er würde sie mit den besten Weizen speisen. Ja, mit Honig aus dem Felsen würde ich dich sättigen. Hast du vorhin für mich vorgelesen? Fang nochmal an. Ich fang nochmal an. Okay.